Also, wenn ihr einen AOE-Charakter bauen wollt, also einen ersten Charakter, also grundsätzlich rate ich davon eigentlich ab, tatsächlich, weil es trotzdem am schwierigsten ist, also es ist definitiv möglich, aber das sage ich auch in all meinen Guides, es ist nicht die empfehlenswerteste Art anzufangen, weil es die Art ist, wo man halt gefühlt am meisten machen muss. Also man ist am meisten aufs Equipment angewiesen, dass man zwingend irgendwas braucht. Alle anderen Arten 1v1, Hit-and-Run-Elementor, vor allem Hit-and-Run-Elementor, der kann auf sehr viel verzichten. Hit-and-Run-Elementor kannst du mit so gut wie gar nichts spielen. Mit einer Unterhose und einem Holzstab kannst du Hit-and-Run-Elementor spielen. Macht wenig Unterschied tatsächlich. Aber Face-Tank AOE-Klassen sind die Klassen, die am meisten aufs Equipment angewiesen sind. Es ist günstig, also das Equipment ist zwar in dem Levelbereich, also so 60 bis 75 ist natürlich nicht teuer für die meisten Klassen. Aber trotzdem brauchst du es halt eigentlich fast schon zwingend. Also ich meine zum Beispiel Knight ohne Warpon-Set und ohne His Big Axe kannst du eigentlich vergessen. Du brauchst es einfach. Und bei anderen Klassen ist es eigentlich sehr ähnlich. Gibt hier und da vielleicht eine Ausnahme, aber eigentlich ist es schon wirklich fast überall gleich. Oder beziehungsweise macht es auf jeden Fall viel weniger Spaß und viel weniger Sinn zu spielen, wenn dir halt auch nur wenige Sachen fehlen. Das ist schon mal das Grundsätzliche. Aber wenn man es dann wirklich machen will, wie gesagt, gerne meine Guides gucken. Ich habe zu jeder Klasse und jedem Spielstil einen eigenen Guide. Sollte man eigentlich easy finden auf YouTube. Und habe auch eine Playlist mit Flive Guides. Und danke für den Follow Captain Flaps. Und das Ding ist eigentlich immer dasselbe, Free-to-Play im Low-Level. Einfach Full Damage gehen. Wenn man sich richtig unsicher ist. Wenn man sich richtig unsicher ist und sich es nicht zutraut oder so, oder man hat auch keinen Bock, sich selber mit seinem M zu healen, dann kann man schon STA statten. Bis 50, sag ich mal. Weil man das früher oder später wahrscheinlich bereuen wird, aber sag ich mal, 50 ist jetzt nicht so schlimm. Kann man schon machen. Aber wie gesagt, eigentlich ist es empfehlenswerter, man geht eigentlich einfach full auf Damage und macht dann halt sein Equipment defensiv. Und von da aus kann man dann ja gucken, wie es läuft. Wenn es sehr gut läuft, kann man halt immer offensiver gehen. Wenn es sehr schlecht läuft, dann muss man halt gucken, was man noch machen kann. Zum Beispiel HP-Pad wäre das naheliegendste. Das habe ich in meinen Videos tatsächlich immer schon empfohlen, auch bevor sie so günstig geworden sind. Da habe ich halt immer gesagt, so günstige HP-Pads bis 1000 HP oder so. Mittlerweile kann man das eigentlich durch 3000 ersetzen. Bei einem knapp 3000 HP-Pad kriegst du jetzt für unter 200 Mio. Was natürlich nicht so ultra easy ist aufzutreiben als Anfänger, aber ich meine, gut, es sind actually nur 1000 F-Coin momentan. Für ein 2.000 bis 3000 HP-Pad, das ist schon echt günstig, also kein Vergleich zu früher. Und wenn du das hast mit Level 75 und du hast ein 3000 HP-Pad, bist du quasi unkillable, ganz ehrlich. Das skaliert ja noch mit deinem Patience und so, also das ist ja eigentlich richtig brutal. Also das ist jetzt eh nochmal tatsächlich eine sehr gute Veränderung für AOE-Klassen im Low-Level, nämlich sehr erschwingbare HP-Pads. Aber selbst ohne das HP-Pad, wie gesagt, ist eigentlich das Gleiche. Also man will einfach sein Equipment ziemlich defensiv aufbauen und dann gucken, dass man zurechtkommt. Wie gesagt, sich halt selbst mit seinem M-Heal und so erstmal lernen, wie man überhaupt spielt. Hat ja jeder auch so ein bisschen so einen eigenen Stil. Und wenn das dann läuft, wie gesagt, dann kann man ja gucken. Wenn man sagt, man hat absolut keine Probleme, man wird niemals sterben, man hat vielleicht ein HP-Pad, dann kann man immer mehr Sachen austauschen und durch Damage ersetzen. Zum Beispiel Ohrringe. Bei Ohrringe, Pensero-Ohrringe im Low-Level machen übelst den krassen Unterschied, die sind broken. Pensero-Ohrringe im Low-Level sind geisteskrank. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, da kann man halt dann ein bisschen ausprobieren. Aber der Start immer gleich Full Damage Stat Page und Equipment quasi Full Tank bzw. Full AOE. Und ja. Das ist eigentlich die Quintessenz. Und wie gesagt, im High-Level, also irgendwann muss man sich halt selber seinen eigenen Weg suchen. Wie gesagt, ansonsten einfach die Videos gucken. Die Guides gehen natürlich noch weiter. Aber das ist eigentlich der Einstieg in jede AOE-Klasse. Und das ist eigentlich bei jeder Klasse gleich. Gibt eigentlich keine Ausnahmen für Face Tank. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Gibt natürlich Klassen, bei denen es ein bisschen leichter, wie zum Beispiel Knight, würde ich sagen. Weil seine Waffe auch noch Tank-Stats gibt. Damit hat Knight halt übelst den Vorteil, weil er der mit Abstand tankigste ist von allen. Obwohl er halt effektiv eigentlich gar nicht wirklich ein Tank ist, sondern halt Full STR Stat-Page zum Beispiel. Aber grundsätzlich funktioniert das mit allen Klassen. That's it. Easy peasy.
Quasi der Quick Start AOE Guide.